Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge sprechen wir erneut über die Kirchen im Dritten Reich. In dieser zweiten Folge werfen wir einen Blick auf die direkte Zeit nach der Machtübernahme im Jahr 1933 durch die Nationalsozialisten und wie sich die Kirchen zunächst einmal dem neuen Regime anpassten. Los geht's! Werfen wir zunächst einen Blick zurück auf die erste Folge. Das Ende des Ersten Weltkrieges brachte für das Deutsche Reich große Veränderungen mit sich. Nicht nur die Bevölkerung musste sich auf eine vollkommen neue Lebenssituation einstellen, sondern auch die Kirchen durchlebten größere Veränderungen. Man muss sich zunächst einmal klar machen, dass vor allem die protestantischen Kirchen innerhalb des Deutschen Kaiserreichs eine besondere Stellung eingenommen hatten. Das preußisch und protestantisch dominierte Kaiserreich hatte natürlich die protestantischen Kirchen in gewisser Weise protegiert und hatte dadurch der Kirche in der Gesellschaft einen hervorgehobenen Platz zugewiesen. Doch mit dem Untergang des Kaiserreichs im Jahr 1918 und der Begründung der Weimarer Republik entstand nun ein offiziell weltanschaulich neutraler Staat. Und in diesem neuen weltanschaulich neutralen Staat konnten natürlich die Kirchen, weder die protestantische noch die katholische, eine Sonderbehandlung erwarten. Insofern fremdelten natürlich zunächst einmal die Kirchen mit dem neuen Weimarer System. Man wusste nicht, worauf man sich hier einließ und man wusste nicht, wo sich die Kirche in diesem neuen Staat positionieren sollte. Doch schlussendlich zerstreuten sich die anfänglichen Zweifel am Weimarer System. Die Weimarer Republik war längst nicht so kirchenfeindlich, wie man zuvor befürchtet hatte, und insofern fand die Kirche schnell Anschluss an das neue System. Man ging sogar teilweise von einem Jahrhundert der Kirche aus, das nun anbrechen würde. Doch die Weimarer Republik war natürlich von Beginn an ein zerrissenes System gewesen und schwankte ständig zwischen verschiedenen Extremen. Man hatte Jahre, in denen die Republik zwischen linksradikalen und rechtsradikalen Kräften ständig auseinandergerissen wurde, und man hatte wiederum auch einige Jahre, in denen die Weimarer Republik eine erstaunliche Stabilität aufwies. Doch insbesondere in den ausgehenden 1920er Jahren und dem Aufstieg der Nationalsozialisten, der sich so ganz langsam zeigen sollte, erlebten auch die Kirchen einen erneuten Umschwung. Denn insbesondere in den protestantischen Kirchen verbanden sich religiöse christliche Ansichten nun mit dem immer stärker voranschreitenden völkischen Denken, das in den letzten Jahren der Weimarer Republik immer mehr an Raum gewann. Dabei waren nicht nur die Nationalsozialisten entscheidend, sondern dieses völkische Denken war natürlich auch in anderen Gruppen präsent, aber die Nationalsozialisten sind natürlich vor allem in der Rückschau hier die entscheidende Gruppe. Auch in der Weimarer Republik bildeten sich bereits verschiedene religiöse Gruppierungen heraus, die, wie gesagt, religiöses und völkisches Denken verbinden wollten. Man hatte hier unterschiedlichste Gruppierungen. Bis heute bekannt ist vor allem die Glaubensbewegung Deutsche Christen, also eine Organisation, die voranging bei der Idee, völkisches Denken mit christlichen Wertvorstellungen und theologischen Vorstellungen zu verbinden. Diese Synthese von Christentum und völkischem Denken, die in diesen Kreisen vorangetrieben wurde, war natürlich für Adolf Hitler von einer besonderen Bedeutung und wurde natürlich auch nach der Machtergreifung 1933 noch gefördert. Insgesamt hatte Adolf Hitler aber in der Weimarer Republik schnell verstanden, dass man mit einer antikirchlichen und antichristlichen Politik nicht sonderlich weit kommen konnte. Denn nach dem gescheiterten Hitlerputsch 1923 wollte Adolf Hitler die ursprünglich als revolutionäre Bewegung angelegte NSDAP nun zu einer wahlfähigen und regierungsfähigen Partei umbauen. Und dafür musste man Wählerstimmen gewinnen. Und wichtige Wählerstimmen waren natürlich auch in den bürgerlichen, christlichen Milieus zu gewinnen. Und dort buhlten natürlich auch die Nationalsozialisten. Und daher konnte man in der Weimarer Republik trotz weltanschaulich neutraler Haltung des Staates keine Politik gegen die Kirche machen, denn damit ließ sich in der immer noch größtenteils christlichen Bevölkerung keine Stimme gewinnen. Insofern legte Adolf Hitler Wert darauf, dass innerhalb der NSDAP alle Stimmen stumm geschaltet wurden, sozusagen, die versuchten, eine antikirchliche oder antichristliche Politik der NSDAP zu forcieren. Natürlich war Adolf Hitler nie ein überzeugter Christ und schon gar kein Kirchgänger gewesen, aber er wusste eben, dass man die Kirche für die eigenen Ziele sehr gut instrumentalisieren konnte.
Am 30. Januar 1933 schließlich wurde Adolf Hitler der neue Reichskanzler des Deutschen Reiches. Diese Machtübernahme der Nationalsozialisten spielte sich im Rahmen einer größeren Verunsicherung der Bevölkerung ab. Die Weltwirtschaftskrise, die seit 1929 tobte, hatte nicht nur die Weimarer Republik in eine soziale und wirtschaftliche Krise getrieben, hinzu kamen die anhaltenden Verpflichtungen, die der Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg vorgeschrieben hatte, und unter dieser Masse von unterschiedlichen Anforderungen und Belastungen litt natürlich die Gesellschaft im Deutschen Reich. Darauf aufbauend sah offenbar Reichspräsident Hindenburg schlussendlich keine andere Möglichkeit mehr, als Adolf Hitler zum Reichskanzler zu machen, denn ohne die NSDAP war das Parlament in großen Teilen nicht mehr handlungsfähig, weil die Findung von erforderlichen Mehrheiten immer schwieriger wurde. Man muss sich allerdings auch klar machen, dass Adolf Hitler jetzt nicht plötzlich 1933 die Macht ergriff und nun plötzlich innerhalb von einem Jahr Deutschland in eine Diktatur umbaute, sondern tatsächlich hatten auch die letzten Kanzler der Weimarer Republik, Hitlers direkte Vorgänger, enorm dazu beigetragen, dass die Weimarer Republik zum Zeitpunkt der Machtübernahme 1933 schon schwer destabilisiert worden war. Insbesondere der sogenannte Preußenschlag im Jahr 1932, der unter Reichskanzler Franz von Papen mit Rückendeckung des Reichspräsidenten Hindenburg zustande gekommen war, hatte vor allem das föderale System in Deutschland stark herausgefordert. Man hatte damit an den Grundfesten der noch geltenden Weimarer Verfassung gerüttelt und damit im Grunde eine Zentralisierung des Deutschen Reiches vorangetrieben, an die Adolf Hitler nach 1933 günstig anknüpfen konnte. In dieser Situation zunehmender Verunsicherung in den letzten Jahren der Weimarer Republik suchte die Bevölkerung natürlich, wie das häufig bei Krisen ist, nach einfachen Antworten auf hochkomplexe Probleme. Und die Nationalsozialisten waren eben bereit, diese einfachen Antworten zu geben. Denn die Nationalsozialisten praktizierten im Grunde schon im Wahlkampf eine Sündenbockpolitik, wenn man so möchte. Das bedeutet, man wollte eigentlich gar nicht wirklich an die Lösung der Probleme gehen, sondern man suchte sich Sündenböcke, denen man die Verantwortung für die desaströse Situation zuschieben konnte. Und das waren natürlich vor allem die westlichen Mächte, die nach dem Ersten Weltkrieg Deutschland schlechte Friedensbedingungen quasi diktiert hätten. Dann natürlich die Kommunisten, Bolschewisten und so weiter, die das System unterlaufen würden. Und drittens dann natürlich die Juden, die ja bereits seit Jahrhunderten immer wieder für unterschiedliche Probleme in Europa verantwortlich gemacht wurden. Wie bereits in der ersten Folge zu dieser Reihe erwähnt, hatte Adolf Hitler bereits vor 1933 in den Weimarer Jahren immer wieder mit religiösen Elementen gespielt. Er hatte immer wieder versucht, der Kirche zu suggerieren, dass er eine kirchenfreundliche Politik betreiben wolle, sollte er Kanzler werden. Er bezog sich immer wieder auf eine göttliche Vorhersehung, die ihn quasi dazu bestimmt hätte, Deutschland aus seiner Misere zu befreien, und betonte dabei immer wieder Begriffe wie ein christliches Moralbewusstsein, eine Verantwortung vor Gott und so weiter. Und selbst nach 1933 bediente Adolf Hitler weiterhin diese religiösen Gefühle. Bereits in einer seiner ersten Reden im Februar 1933 sprach Hitler von dem Verantwortungsbewusstsein der nun nationalen Regierung gegenüber Gott und dem Christentum, dass das Christentum quasi als Basis des politischen Wirkens der neuen Regierung gelten würde. Von besonderer Bedeutung für das nun anbrechende, erstmal gute Verhältnis zwischen den Nationalsozialisten und den Kirchen nach der Machtübernahme war Adolf Hitlers Zusage, den Religionsunterricht in Schulen wieder einzuführen. Darüber hinaus betonte Adolf Hitler immer wieder, wie wichtig auch die Kirchen für die Bekämpfung des religionslosen, atheistischen Bolschewismus sozusagen sei. Und damit versuchte man die Kirche auch politisch sozusagen einzubinden und ihr das Gefühl zu geben, dass sie eine politische Rolle in dem neuen Staat einnehmen müsse. Hitlers größte Inszenierung bei den Kirchen war dann sicherlich die Eröffnung des ersten Reichstages, also der ersten Reichstagssitzung in der Potsdamer Garnisonskirche am 21. März 1933. Und sowohl die Zeit als auch der Ort waren von einer symbolischen Bedeutung, denn am 21. März 1871 wurde der erste Reichstag des Deutschen Kaiserreichs eröffnet.
Und damit wollte Adolf Hitler ganz deutlich zeigen, dass die Nationalsozialisten sich in der Tradition des alten Kaiserreichs und Preußens verstanden. Darüber hinaus sicherte Hitler den Kirchen seine Unterstützung und Förderung zu. Das bedeutet, die Kirchen hatten nun auch wieder die Hoffnung auf eine entsprechende staatliche Förderung und ein Entgegenkommen. Natürlich sollte Adolf Hitler Teile seiner Versprechen direkt wieder relativieren oder sogar einkassieren, doch vieles sprach eben dafür, dass die Kirchen und das NS-Regime nach 1933 zu einem beiderseitigen Arrangement finden könnten. Hitlers positive Äußerungen in den ersten Wochen nach der Machtübernahme 1933 sorgten bei den Kirchen, sowohl bei der katholischen als auch bei den protestantischen Kirchen, für Erleichterung. Denn natürlich konnte man zunächst einmal nicht wissen, was nach 1933 wirklich kommen würde. Hitler hatte zwar viel versprochen, aber ob er seine Versprechen halten würde, das stand natürlich in den Sternen. Insofern war man nun zunächst einmal zufrieden, dass Adolf Hitler seine Versprechen der Vorjahre nun einlösen wollte. Doch nicht wenige innerhalb der Kirchen sahen hier auch erste Probleme, denn die immer stärkere Anbindung der Kirchen an den Nationalsozialismus widersprach natürlich der Auffassung der Kirche, als eine Kirche für alle Menschen da zu sein. Das bedeutet, man hatte Funktionäre in der Kirche, die der Meinung waren, die Kirche müsste eine Überparteilichkeit sich bewahren, müsste die Kirche des gesamten Volkes sein und eben nicht nur die Kirche von NS-Anhängern. Die Kirche vertrat also noch in den ersten Wochen nach der Machtübernahme die Auffassung, Kirche muss überparteilich sein und darf sich nicht zu sehr von der Politik vereinnahmen lassen. Das waren starke Worte, die allerdings schon in den ersten Wochen nach 1933 völlig der aktuellen politischen Wirklichkeit widersprachen. Denn für Überparteilichkeit hatten die Nationalsozialisten ohnehin keine große Verwendung, denn kurzfristig sollten natürlich alle Parteien verschwinden und nur die NSDAP übrig bleiben. Und auch der Anspruch der Kirche, für das gesamte deutsche Volk zu sprechen, warf natürlich zumindest einmal Fragen auf. Denn man musste dafür zunächst einmal die Frage beantworten, wer gehörte überhaupt zum deutschen Volk. Und aus Sicht der Nationalsozialisten gehörten eben einige Gruppen nicht zum deutschen Volk, vor allem natürlich die Juden. Und schlussendlich war auch das Denken der Kirche, man könnte sich eine eigene Stellung im Staat abseits des Nationalsozialismus erhalten, von einer größeren Naivität geprägt. Denn eine Kirche, die losgelöst vom NS-Regime existierte, widersprach dem nationalsozialistischen Ideal einer einheitlichen Volksgemeinschaft. Das bedeutet, neben dieser Volksgemeinschaft, dieser einheitlichen Gemeinschaft, konnte keine andere Institution oder Größe existieren, die das bestehende Regime herausfordern könnte. Doch trotz anfänglicher Kritik und ersten Versuchen, sich eine gewisse Neutralität zu wahren, steuerten die Kirchen sehr schnell, spätestens seit März 1933, immer weiter auf die Nationalsozialisten zu. Insbesondere die protestantischen Kirchen machten bereits im März 1933 keinen Hehl mehr daraus, dass sie sich mit dem NS-System arrangieren würden. Besonders deutlich wurde das in einem Artikel vom 26. März 1933 in der Zeitung Das Evangelische Deutschland, einer kirchlichen Zeitung, wo die Formulierung ein Reich, ein Volk, ein Gott vorkam. Und damit hatte man direkt an die Synthese aus christlichem und völkischem Denken angeschlossen, die sich bereits in der Weimarer Republik herausgebildet hatte. Aber auch der Katholizismus hatte im März 1933 bereits einen großen Schritt auf Adolf Hitler zugemacht. Insbesondere die Rolle des politischen Katholizismus in Form der Zentrumspartei ist bis heute in Erinnerung geblieben, denn diese Partei half schlussendlich dabei mit, dass Adolf Hitler im März 1933 das sogenannte Ermächtigungsgesetz durch den Reichstag bringen konnte, womit große Teile der Weimarer Verfassung, insbesondere die Gewaltenteilung, aufgelöst wurden. Bis April 1933 nahmen die Kundgebungen der Kirchen eine immer stärkere nationalsozialistische Prägung an. Teilweise wurde von den Kanzeln der Kirchen zu Fürbitten für Adolf Hitler aufgerufen, zu Geburtstagswünschen für Adolf Hitler aufgerufen und so weiter. Man versuchte also bei jeder Gelegenheit klar sich zu verorten und auch der Bevölkerung und den Gottesdienstbesuchern letztlich klarzumachen, wo man nun stand. Man stilisierte Adolf Hitler zum neuen Helden der Deutschen, zu demjenigen, der Deutschland aus der Misere retten würde. Doch dabei hatte man ganz bewusst die zahlreichen Opfer ausgeklammert, mit denen der Nationalsozialismus seinen Weg an die Macht gepflastert hatte. Und insbesondere die ersten Judenboykotte, die ja bereits im April 1933 stattgefunden hatten, wurden hier ausgeklammert. Denn dort wurde bereits mit Gewalt gegen Juden und ihre Geschäfte vorgegangen und man hatte damit schon ziemlich klar gezeigt, dass der Nationalsozialismus eben kein normales Regime in Anführungszeichen war. Doch das blendeten die Kirchen zunächst einmal aus und ließen sich auf Hitler und seine Versprechungen ein. Und auch als Hitler im weiteren Verlauf des Aprils immer neue Gesetze verabschiedete,
die am bestehenden System rüttelten, scherten sich die Kirchen nicht sonderlich darum. Insbesondere das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums hatte einschneidende Folgen in der Gesellschaft, denn der sogenannte Nicht-Aria-Paragraph bestimmte, dass alle Beamten im öffentlichen Dienst, die jüdische Eltern oder Großeltern hatten, nun aus dem staatlichen Dienst entfernt wurden. Und damit zeigte sich ganz klar, dass der Nationalsozialismus sich von Beginn an, von den ersten Wochen bereits daran machte, das System stark umzubauen und alle auf eine politische Linie zu bekommen. Ungefähr zur selben Zeit, im April 1933, fand die erste Reichstagung der Glaubensbewegung Deutsche Christen statt. Einer der Hauptinitiatoren dieses Kongresses war Wilhelm Kube, ein früherer NS-Gauleiter von Brandenburg, der es mittlerweile zum Oberpräsidenten von Berlin und Brandenburg im neuen NS-Regime gebracht hatte. Und hier wurde noch einmal versichert von Seiten der deutschen Christen, dass man ohne Frage an der Seite des NS-Regimes und der Politik des NS-Regimes stehen würde. Die enge Verflochtenheit der deutschen Christen mit dem NS-Regime wurde auch bereits dadurch deutlich, dass Teile der Ehrenmitglieder dieser Organisation natürlich einflussreiche Nationalsozialisten waren, in der Anfangszeit bereits Reichsinnenminister Wilhelm Frick und der preußische Ministerpräsident Hermann Göring. Spätestens im April 1933 wurde also klar, dass immer größere Teile der deutschen Christen und der deutschen Kirchen sich auf den Kurs der Nationalsozialisten und Adolf Hitlers einließen. Das bedeutet natürlich nicht, damit ja keine Missverständnisse aufkommen, dass nun jeder deutsche Christ, jeder deutsche Pfarrer, jeder deutsche Kirchenfunktionär sich zum NS-Regime bekannt hätte. Weit gefehlt natürlich. Aber man hatte eben sehr viele Gruppen innerhalb der Kirchen, die sich nun früh an das NS-Regime annäherten. Die Kritiker wiederum, auch wenn sie vielleicht in größerer Zahl vertreten waren, blieben verhältnismäßig leise. Erst 1934 dann mit der Gründung der sogenannten Bekennenden Kirche wurden die Kritiker dann wieder etwas lauter. Und damit setzte auch dann in den Kirchen vor allem gegen bestimmte Teile der nationalsozialistischen Politik eine Gegenbewegung ein. Man denke vor allem an die Euthanasieprogramme, wo man mit deutschen Behinderten experimentiert hatte und diese Leute umgebracht hat. Und das war etwas, was aus Sicht der Kirchen nicht vereinbar war mit den eigenen Vorstellungen. Weshalb Adolf Hitler, wie wir dann in anderen Folgen noch sehen werden, auch immer wieder etwas zurückrudern musste gegenüber der Kirche. Doch an den Entwicklungen insgesamt und an dem Terror, den das NS-Regime hervorbringen sollte, änderte das natürlich nichts. In den nächsten Folgen sprechen wir dann darüber, wie es im NS-Regime weiterging, wie der erste Widerstand aufkommen sollte, insbesondere verbunden mit der sogenannten Bekennenden Kirche und wie es mit den Kirchen im Dritten Reich weitergehen sollte. So viel erstmal bis hierhin, ich fasse zusammen. Der Erste Weltkrieg hatte enorme Veränderungen für die deutschen Kirchen mit sich gebracht. Waren vor allem die protestantischen Kirchen im Kaiserreich noch protegiert worden durch den Staat, schlugen sie nun in der jungen Weimarer Republik auf einen weltanschaulich neutralen Staat auf. Adolf Hitler hatte in den Weimarer Jahren bewusst auf die Kirchen hingearbeitet, hatte kirchenkritische Stimmen in den eigenen Reihen unterdrückt und versucht, den Kirchen das eigene Denken, die eigene Politik und die eigene Partei letztlich und auch die eigene Person schmackhaft zu machen. Nach 1933 beriefen sich die Kirchen auf die Versprechen Adolf Hitlers und Hitler schloss zunächst einmal, scheinbar zumindest, an seine positive Kirchenpolitik an, die er bereits in den 1920er Jahren versprochen hatte. Die Kirchen konnten sich damit zunächst einmal mit dem neuen System arrangieren und wurden, in Teilen zumindest, zu Anhängern des NS-Regimes. Doch schnell nach 1933 kamen auch die ersten ernüchternden Ergebnisse, denn die Kirchen stellten nach und nach fest, dass Adolf Hitler eben doch ein etwas anderer Politiker war als viele seiner Vorgänger und dass die Kirchen eben nicht so viele Freiheiten in diesem neuen Staat erwarten konnten, wie sie vielleicht zu Beginn gedacht hatten. Daher regte sich nun seit 1934 auch unter dem Eindruck des sich immer weiter radikalisierenden NS-Regimes zunehmender Widerstand auch in den Kirchen. Doch noch bis 1945 blieb die Haltung der Kirchen zum NS-Regime gespalten. Man hatte abwartende Gruppen, man hatte die Kritiker und man hatte auch die erklärten deutschen Christen, die hinter Hitler und dem NS-Regime und damit schlussendlich auch hinter Hitlers Vernichtungspolitik im Zweiten Weltkrieg standen. Doch wie es damit dann weitergeht, darüber sprechen wir wie gesagt in den nächsten Folgen. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und Ähnlichem und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal, bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!